Hallo und herzlich willkommen zum Wunderland-Special im September. Wir stehen hier in der Provence, quasi dem allerletzten Fleck Wunderland in unserem alten Speicher. Von hier werden später mal die Züge aufbrechen, die Brücke überqueren und in Südamerika ankommen. Und dort in Südamerika haben gerade die letzten Gleisarbeiten begonnen und damit einhergehend auch die allerersten Testfahrten. Das zeigen wir euch alles in der Folge, wie es quasi von einem Gleisplan hin zu den ersten Testfahrten kommt. Viel Spaß dabei! Im Großen und Ganzen gibt es 3 Abteilungen, die sich um die Modelleisenbahn kümmern. Es ist zum einen der Leitstand, der die Anlage kontrolliert und überprüft und in Notfällen dort eingreift. Dann gibt es die Lokwerkstatt, die sowohl kaputte Züge repariert, als auch neue Züge zusammenstellt und auf die Anlage bringt. Und es gibt die Bahntechnik, in der ich seit 3 Jahren arbeite. Die Bahntechnik ist dafür da, neue Abschnitte zu planen und das Ganze wirklich so umzusetzen, dass die Lokwerkstatt dort ihre Züge positionieren kann. Wir bekommen anfangs nur Pläne von Gerd Dauscher, wo grob geplant wird, wo die Trassen lang gehen sollen. Man kann hier zum Beispiel an dem Rio-Plan noch sehen, dass Gebäude und Straßen vorhanden sind. Für uns ist aber nur interessant, wie die Trassen verlaufen werden. Als allerersten Schritt werden wir Kontaktnummern vergeben. Diese sind wichtig, dass die Gleisabschnitte später auf den Rückmeldemodulen auch anzeigen können, ob irgendwo ein Zug gerade fährt oder sich befindet oder ob da nichts ist. So, die Gleispläne werden ja aufwendig erstellt, das hat euch ja Benson schon erzählt. Und in der Zeit, wo die Gleispläne erstellt werden, werden die Holztrassen ja schon gebaut von den Tischlern. Und wenn die Holztrassen dann fertig sind und ich die Gleispläne bekomme, dann fange ich an, die Gleise auf diesen Holztrassen zu verlegen. Ja, und dann muss ich halt sehen, wo eine Weiche hinkommt, wo ein Kontakt hinkommt. Das sieht man hier relativ schön, hier unten. Wo halt eine Trennung ist, wo ein Stromkreis oder ein Kontakt den anderen dann trennt. Ja, und dann muss ich mir das ausmessen alles, wo dann die Notstopps hinkommen, wo Weichen hinkommen. Und dann fange ich an, die Gleise dort zu legen mit Bettung oder im Korkbereich, also im nicht sichtbaren Bereich, dann halt auf Kork. Wir sind ja jetzt hier in der Provence, was auch noch mit dem Abschnitt Monaco zu tun hat. Und wir müssen ja nun irgendwie die Anlage miteinander verbinden. Und das Verbindungsstück, das sieht man halt hier unten im Fußboden drin. Und da vorne in der Wand ist ein Loch drin. Und das geht auf die Brücke, wo dann später auch mal die Gäste rübergehen können. Und wo man dann nachher die Welt von oben bestaunen kann, wie wir das da gebaut haben. Aber das ist die einzige Übergabe rüber. Über die Brücke nachher nach Rio, was dann alles miteinander auch verbunden ist. So, dann ist ja das Problem, dass wir verschiedene Stromeinspeisungen haben. Wir haben ja hier im Gebäude Stromeinspeisung und wir haben im anderen Gebäude Stromeinspeisung. Dann kann man natürlich nicht von einem Gebäude rüber über die gesamte Brücke den Strom darüber bringen. Das geht schon aus technischen Gründen nicht und aus Sicherheitsgründen, sondern wir müssen uns was einfallen lassen. Das heißt, in der Mitte der Brücke, wenn man darüber geht, sieht man einen sogenannten Staudamm. Bis dahin wird alles von hier aus eingespeist, also von dem alten Speicher sozusagen. Und in den neuen Speicher, da ziehen wir alles, was von links kommt, rüber, damit wir irgendwo eine Trennung auch sauber reinkriegen. So, ich sitze jetzt hier unter Rio und man sieht schon, wie beengt das hier unten drunter ist. Und das hier ist tatsächlich jetzt die letzte Gleistrasse, die ich noch mit Gleise belegen muss. Und dann bin ich hier in Rio soweit auch dann komplett durch. Und dann könnt ihr mir mal so ein bisschen noch mit über die Schulter gucken, wie das mit den Gleiselegen so geht.
Ich habe jetzt hier einen dieser ominösen Teller vor mir. Teller heißen bei uns Holzbretter, wo viele Rückmeldemodule drauf sind. Die werden an verschiedenen Orten in der Anlage unter der Anlage hängen. Und um uns zu orientieren, welche Kontakte ungefähr wo zu finden sind, nennen wir das Ganze einfach Teller. Das hat sich hier so durchgesetzt als Begriff. Sind halt Holzbretter, die man in der Regel unter der Anlage vorklappen kann. Wie ein riesengroßer Teller. Auf so einem Teller befinden sich immer mehrere Rückmeldekarten. Und auf diese Rückmeldekarten kommt von jedem einzelnen Gleisabschnitt ein paar Kabel. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich da den richtigen Kontakt auch auf die richtige Karte setze, weil am Ende wird dieses Gleisbild nur so funktionieren, dass es genau wissen muss, an welcher Stelle auch welcher Zug steht oder ob da überhaupt ein Zug steht. Wenn ich die Leitung jetzt hier ordnungsgemäß ablänge, muss ich sie auf den richtigen Kontakt legen. Also einmal abisolieren, Ader-Endhülse drauf und festgeschraubt. So, das Ganze noch schön in den Kanal verstecken. Und nächster Kontakt. Jo, wir sind hier gerade in Rio und wir haben die letzten Wochen den WinRay-Plan auf das Railware-Gleisbild gezeichnet und lassen heute einfach mal die Züge fahren und testen das alles. So, wir schicken den ersten Zug in Rio los. Das war der falsche Zug. Wie ihr gerade gesehen habt, ist in Rio der erste Zug gefahren und der erste Zug, das war einer der Metrolinie. In Rio wird es 3 Hauptlinien geben. Das ist einmal die Metrolinie, einmal der Verkehr für die Regionalzüge und eine Gütertrasse und dann gibt es noch 2 Straßenbahnen. Bislang war es so, dass wir für die Wunderland-Abschnitte immer auf handelsübliche Modelle zurückgreifen konnten. Das heißt, wir haben im Katalog geblättert und haben uns die Züge bestellt und aufgestellt. Für Rio wird es aber komplett anders sein, weil es da halt überhaupt nichts zu kaufen gibt. Da müssen wir auf handelsübliche Modelle zwar zurückgreifen, können davon dann aber nur den Unterbau nehmen. Wir haben jetzt für die Metro erste 3D-Drucke anfertigen lassen. So sehen die dann aus. Und dieser Endwagen kann dann auf das handelsübliche Modell aufgesetzt werden und wird dann so in Mehrfachtraktion mit mehreren Wagen dann auf der Anlage fahren. Und das Gleiche wird es auch für die Straßenbahnen und für die Regionalzüge geben, was ihr demnächst in einer weiteren Wunderländchen-Folge dann auch sehen werdet. Wie am Anfang der Folge versprochen, gibt es jetzt zum Ende einen kurzen exklusiven Blick unter die Provence. Hier seht ihr gerade unseren Transatlantikbahnhof, der ist im Entstehen. Darüber werden wir euch in einer der nächsten Folgen mehr verraten. Von hier werden auf jeden Fall die Züge sich auf den Weg zur Brücke machen, werden die Brücke überqueren, dabei durch die allerschönsten Landschaften der Welt fahren und dann drüben in Rio ankommen. Was uns an dieser Stelle interessieren würde, ist, welche Züge wünscht ihr euch auf der Brücke? Was sind eure Lieblingszüge, die unbedingt auf der Brücke fahren sollen? Schreibt das doch mal in die Kommentare rein. Ansonsten freuen wir uns wahnsinnig, wenn die Folge euch gefallen hat und hoffen, dass ihr nächsten Sonntag wieder bei uns einschaltet. Bis dahin.